Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mera 25 TV, beziehungsweise überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr diese Folge auch hören. Heute sprechen wir über einen wichtigen Fall, und zwar zu den Ulm 5. Das sind Danielle, Leandra, Vi, Crow und Zoe, die gewaltfreien Widerstand geleistet haben und in eine Waffenfabrik von Elbit, einem israelischen Waffenkonzern in Ulm, sabotiert haben, gewaltfreien Widerstand geleistet haben für die Unterstützung des Genozids in Palästina, der dort eben unter anderem auch geschieht. Und ich freue mich, dass einer der Rechtsanwälte aus dem Rechtsanwaltteam der Ulm 5 heute zu Gast sind, weil leider sind die Ulm 5 in Haft und können nicht mit uns sprechen. Benjamin Duisberg, danke, dass du dir Zeit nimmst. Herzlich willkommen. Ja, hallo, danke für die Einladung, Johannes. Genau, du kannst gleich noch mal genau deine Rolle erklären auch. Bevor wir allerdings loslegen, genau am Anfang, ich glaube, es ist wichtig, über die Haftbedingungen zu sprechen. Ich habe, war ziemlich schockiert, als ich mich jetzt noch besser vorbereitet habe für das Interview und möchte mit allen Zuhörenden und Zusehenden einmal teilen, was im Dezember veröffentlicht wurde, was an Misshandlungen und Rechtsverweigerung den Fünfen unter anderem geschehen ist. Und zwar Zwang, sich auszuziehen, stundenlang in einer Zelle nur in Unterwäsche ohne BHs eingesperrt zu sein. 30 Stunden Haft ohne ausreichende Verpflegung. Einer der 5 Personen wurde der Zugang zu ärztlich verschriebenen Medikamenten durch die Polizei über einen Zeitraum von 20 Stunden verweigert. Polizeiliche Verhöre ohne Anwesenheit eines Anwalts. Alle 5 Personen wurden bis wenige Minuten vor der ersten Anhörung der Zugang zur Anwältin verweigert, trotz wiederholter Bitten der Inhaftierten und wiederholte Versuche der Anwältin, sie zu erreichen. Mindestens eine Person durfte 2 Wochen lang keinen Kontakt zu ihrem Anwalt haben. Mindestens eine Person wurde einen Monat lang der Kontakt zu Familie und Freundinnen verwehrt. Nach der Anhörung wurden sie voneinander getrennt und in 5 verschiedenen Städten in unterschiedlichen Gefängnissen verlegt. Mehrere werden in Einzelzellen mit 23-stündiger Einschluss isoliert. Besuchsrechte Familie und Freunde wurden stark eingeschränkt, teilweise auf nur eine Stunde Besuch pro Monat. Telefonate wurden auf Gespräche mit Anwältinnen beschränkt. Freilassung auf Kaution wurde verweigert, obwohl sie keine Vorstrafen haben und keine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Eingehende Briefe werden 4 Wochen oder länger zurückgehalten, bevor sie ausgehändigt werden. Sämtliche Kommunikation unterliegt strenger Überwachung. Wahrscheinlich geht die Liste noch weiter, aber ich dachte mal, ich teile das zum Anfang, weil das wirklich ein Licht darauf wirft, wie krass die 5 behandelt werden, die eigentlich einen aus meiner Sicht sinnvollen Dienst an der Gesellschaft geleistet haben und für uns alle. Ja, kannst du vielleicht das auch nochmal einordnen aus deiner Sicht? Wie geht's den Fünfen? Und ja, wer sind sie und was genau ist deine Rolle in dem Prozess? Ja, kann ich gerne tun. Also es ist in der Tat richtig, dass die Haftbedingungen teilweise erschreckend sind. Ein Teil der Dinge, die du aufgezählt hast, bezogen sich sozusagen auf den Anfang, auf die ersten 2 Tage oder die ersten 2 Wochen, wo es genau nochmal ganz besondere Härten gab, die sich zum Teil dann auch mit dem Zeitablauf erledigt haben. Aber es ist nach wie vor strukturell so, dass alle 5 besonders verschärften Haftbedingungen nach § 119 StP unterworfen sind, also mit besonderen Sicherungsmaßnahmen, besonderen Überwachungsmaßnahmen. Es gibt keine unüberwachten Telefonate, keine unüberwachten Besuche. Daniel, also mein Mandant, also ich bin Teil eines Anwältin-Teams, genau, die eben, genau, und ich bin einer der Anwälte von Daniel, und der ist einer derjenigen, der 23 Stunden in einer Einzelzelle ist. Es war bislang auch so, dass er bei jedem Familienbesuch sozusagen von der Besucherin mit einer Plexibandglas auch noch getrennt war. Das hat sich jetzt herausgestellt als rechtswidrig. Es war nämlich, also vom Amtsgericht war diese Bestimmung gestrichen worden. Es wurde aber von der JVA einfach nicht
umgesetzt, ganz lange Zeit, und ist jetzt auf Intervention des, ähm, irischen Konsul. Ich glaube, es waren sogar irische Abgeordnete, die das Auswärtige Amt darauf aufmerksam gemacht haben. Und es wurde jetzt abgeändert. Bei Daniel kommt auch noch hinzu, dass wir uns seit Monaten damit rumstreiten mit der JVA und auch dem Gericht, ob er Bücher bestellen kann, Bücher seiner Wahl. Das ist unglaublich. Also Daniel ist ja von der Ausbildung her Philosoph und Kognitionswissenschaftler, also könnte zumindest einen Teil der Zeit wohl ganz sinnvoll verbringen, wenn er vernünftige Lektüre hätte. Jetzt ist es so, dass die JVA Ulm ihn permanent auf die anstaltseigene Bibliothek verweisen will und ihm verweigert, Bücher seiner Wahl zu bestellen. Zum Beispiel Ulysses. Wenn man so viel Zeit in Haft hat, hat man vielleicht auch Zeit, große Werke der Weltliteratur wie Ulysses von James Joyce zu lesen, oder ja, auch andere Sachen auf der Liste, und der Sozialdienst verweigert das und sagt, es gibt auch eine Bibliothek, da sind aber nur 50, sogar nur 25 Bücher in englischer Sprache. Daniel ist ja Englisch-Muttersprachler. Und und da sind so Sachen wie Harry Potter und andere irgendwie eher der Unterhaltungsliteratur zuzurechnen Sachen oder Texte mit christlichem Hintergrund. Also die JVA sagt, er kriegt nur Fachbücher, was auch immer das heißt. Und das ist völlig verrückt, weil es gibt auch gesetzliche Bestimmungen, dass Untersuchungsgefangene nur die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, wie das so schrecklich heißt, im Gesetz nötigen Maßnahmen auferlegt werden dürfen. Und ansonsten die Lebensverhältnisse, die gelten ja alle als unschuldig, solange sie nicht verurteilt sind, und die Lebensverhältnisse ansonsten den normalen Lebensbedingungen anzugleichen ist. Und es gibt einfach überhaupt keinen sachlichen Grund für diese Verweigerung. Nichtsdestotrotz hat das Landgericht jetzt, die Staatsschutzkammer, das Ganze ist ja inzwischen angeklagt. Deswegen ist jetzt das Landgericht Stuttgart, die Staatsschutzkammer, zuständig für die Überwachung der Haftbedingungen. Und die haben auch diese restriktive Maßnahme der JVA jetzt erstmal bestätigt mit dem Argument, ja, der Sozialdienst wäre überfordert, wenn jetzt alle Bücher ihrer Wahl bestellen können. Und es wird im Übrigen ihm auch verweigert, dass Angehörige oder Verteidiger von außen ihm Bücher bestellen, neuwertige Bücher. Auch das ist durchaus völlig üblich in anderen Haftanstalten. Das geht nicht so bei Daniel. Also ich berichte das jetzt noch so ein bisschen ausführlicher, weil das sozusagen einfach weil man da sieht, dass da schon gewisserweise Sonderrecht, oder es sieht so aus, als wenn hier Sonderrecht angewandt wird. Daniel ist zum Haftprüfungstermin nicht nur mit Handfesseln, sondern auch mit Fußfesseln vorgeführt werden. Und also Daniel, aber auch die anderen werden hier schon also in gewissem Maße behandelt wie man meint, Terroristinnen behandeln zu müssen. Und das ist einfach völlig unverhältnismäßig. Und wie du ja richtig eingangs gesagt hast, die 5 zeichnen verantwortlich für eine Aktion, wo es erstmal um Sachbeschädigung geht als Vorwurf. Das steht ja hier im Raum bei Elbit Systems Germany. Das ist übrigens GmbH und Co. KG, also es ist ein deutsches Unternehmen, 100% eben in der Hand vom israelischen Elbit-Konzern. Und in der Tat, wie du gesagt hast, ging den Film darum, Sand ins Getriebe eines Genozids zu streuen. Und das ist, sollte ja vielleicht gerade in Deutschland, wo man immer so stolz darauf ist, viel aus der Geschichte und der Vergangenheit gelernt zu haben, vielleicht auch mit anderen Augen betrachtet werden können. Stattdessen wird es einfach darauf reduziert, dass die 5 hier sozusagen gefährliche Subjekte sind. Und es ist so ein bisschen unklar, woher eigentlich die Generalstaatsanwaltschaft diese Angst nimmt. Aber offensichtlich soll hier schon präventiv in weiteren antimilitaristischen Aktionen Einhalt geboten werden durch diese abschreckenden Maßnahmen.
Danke. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte dazu verlieren, wer Sie sind. Du hast jetzt schon gesagt, ne, Daniel ist irischer Staatsbürger, ne? Also Sie sind einfach auch, soweit ich das recherchiert habe, aus verschiedenen europäischen Ländern und generell haben sich zusammengeschlossen, um diese Aktion zu machen, um da eben, wie du gesagt hast, ne, Sand ins Getriebe zu streuen, ohne irgendjemanden dabei, irgendein Menschenleben dabei zu gefährden, eher um Menschenleben ja, Ja. zu retten. Genau, vielleicht kannst du noch mal kurz was zu den Um5 sagen und ja, vielleicht auch noch mal ja, zum Fall selbst. Wann war das und was ist seitdem geschehen? Genau, also die Aktion soll am 8. September 2025 stattgefunden haben. Den 5 wird vorgeworfen, eben ähm, in eine Fabrik, wie du richtig gesagt hast, eine Produktionsstätte von Elbit Systems Germany, Deutschland, eingedrungen zu sein und dort Gerätschaften, Computer, Gebäudeteile zerstört zu haben. Und die Anklage geht, glaube ich, grob von einem möglichen Sachschaden in Höhe von rund 1 Million Euro aus, der dadurch erzeugt sein soll. Die 5 sind nicht sozusagen also wie soll man sagen, sie sind nicht daran gehindert worden, den Ort wieder zu verlassen. Also sie hätten viel Gelegenheit gehabt, wieder abzuhauen, zu gehen, haben aber sich dagegen entschieden. Also es war ganz offensichtlich eine demonstrative auch. Es hatte auch ein starkes demonstratives Element. Es ging darum, etwas zu zeigen. Also es ging darum, eben schon ganz handfest was gegen den Genozid zu tun, in der durchaus richtigen Annahme, dass auch Elbit System Germany darin involviert ist. Es ging aber auch darum, in der Öffentlichkeit ein Zeichen zu setzen und eben das eigene Gesicht zu zeigen. Sie haben ja ihr eigenes Vorgehen aufgezeichnet, anschließend veröffentlicht, die Verantwortung dafür übernommen und sich dann und quasi auf das Eintreffen der Polizei gewartet, sich dort gestellt und festnehmen lassen. Und das ist auch eigentlich jetzt für uns in juristischer Hinsicht gar nicht so unwichtig, weil ja die 5 jetzt in Haft sitzen, sind Menschen, die ja mit festen Wohnsitzen, mit Arbeitsstellen oder Studierende und sagen mit durchaus, wie soll ich das nennen, also jetzt nicht völlig, also nicht völlig ungeregelten Lebensverhältnissen oder so. Ich sage das deswegen, weil nach diesen Kriterien ja darüber entschieden wird, ob Fluchtgefahr besteht oder nicht. Aber alle 5 haben Adressen, man könnte sie erreichen und es bestehen auch gar keine Anhaltspunkte dafür, dass sie vorhätten unterzutauchen oder sich dem Verfahren zu entziehen und also schon nach den äußeren Lebensverhältnissen nicht, aber eben auch, es zeigt auch die Aktion selber, weil sie sich ja haben festnehmen lassen, sich dabei gefilmt haben, das veröffentlicht haben. Also es ging um das Gegenteil von Verbergen, es ging um das Gegenteil von Vertuschen. Und deswegen auch das zeigt, dass die Annahme von Fluchtgefahr hier hanebüchend ist. Und trotzdem sitzen die, und das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, inzwischen, was habe ich gesagt, 8. September, also es sind fast 6 Monate, und die sitzen unter verschärften Bedingungen in Untersuchungshaft. Untersuchungshaft soll eigentlich die Ausnahme sein, weil ja bis zum Urteil angeklagte Personen oder beschuldigte Personen als unschuldig gelten. Und der normale Gang ist ja, dass irgendwann, wenn Anklage erhoben wird, eine Gerichtsverhandlung stattfindet, zu der wird man geladen und dann geht man hin und dann gibt es ein Urteil und wenn eine Freiheitsstrafe rauskommt, wird man irgendwann zum Haftantritt geladen. Und Untersuchungshaft, also Präventivhaft, dient allein der Verfahrenssicherung und eben ist nur dann gerechtfertigt, wenn prognostiziert wird, dass hier entweder untergetaucht werden soll oder etwas vertuscht werden soll. Und beides ist hier abwegig. Es wurde alles offen gezeigt, also keine Verdunklungsgefahr. Und man hat sich von vornherein den Ermittlungsmaßnahmen hier gestellt, also auch keine Fluchtgefahr.
Und ja, das ist einer von, neben den Haftbedingungen, die wir erwähnt haben, das andere Skandalon hier in der Sache, dass sich da überhaupt gar nichts bewegt. Also wir haben alle Haftbeschwerden wurden zurückgewiesen und wir haben jetzt entschieden, eine weitere Beschwerde zum Oberlandesgericht Stuttgart zu machen, weil sich nämlich jetzt noch die Staatsschutzkammer in Stuttgart bequemt. Das Verfahren ist ja seit Mitte Dezember schon angeklagt. Und wir sind alle davon ausgegangen, dass es jetzt so im Februar losgeht mit dem Verfahren. Eigentlich sind Gerichte auch gehalten, innerhalb von 6 Monaten zu beginnen mit einer Hauptverhandlung, wenn die angeklagten Personen inhaftiert sind. Und jetzt soll erst Ende April begonnen werden. Und es sind, glaube ich, fast 20 Termine vorgesehen. Also nach der Planung der Kammer soll bis Ende Juli verhandelt werden, von Ende April. Das heißt, diese Untersuchungshaft dauert noch, also fast schon unabsehbare länger an. Und diese 6-Monatsfrist wird gerissen und das ist alles verrückt. Nochmal verglichen auch mit dem Anlass des Ganzen, wenn man sich überlegt, dass keine Fluchtgefahr besteht, wenn man sich überlegt, dass wir eben diese verschärften Haftbedingungen haben und hier ja auch, also tiefer kann man auch nicht in Freiheitsrechte eingreifen. Und ich muss das nochmal erwähnen mit den Büchern. Also für einen Mensch wie Daniel, der einfach leidenschaftlich gern viel liest, ist das fast eine Form von Folter, würde ich sagen, 23 Stunden in der Zelle eingesperrt zu sein und eben nicht mal vernünftige Literatur bekommen zu können. Das ist überhaupt gar nicht mehr tragbar und akzeptierbar. Ja, danke, dass du es nochmal beschrieben hast. Das ist echt krass. Also ja, die Gewalt des Staates, der die 5 Jahre ausgesetzt sind. Sie sind ja auch einfach ein Beispiel von vielen in der meiner Einschätzung nach ja stärker werdenden Repression und Staatsgewalt, die Menschen in Deutschland ausgesetzt sind, auf verschiedene Art und Weisen. Können wir gleich nochmal jetzt dann auch drauf zu sprechen zu kommen. Was ich vorher noch sagen wollte, ist, die 5 brauchen Unterstützung. Ich werde es am Ende des Videos nochmal sagen, aber jetzt auch schon mal, wenn ihr die unterstützen wollt, wir verlinken den Artikel, aus dem ich zitiert habe. Wir verlinken unter dem Video oder Podcast auch einen Link zu einer Info-Webseite, wo ihr könnt doch mal zu den 5 auch lesen und auch lesen könnt, wie ihr zum Beispiel einen Brief schreiben könnt. Und um sie moralisch in diesen schweren Haftbedingungen zu unterstützen, damit sie das hoffentlich einigermaßen durchhalten können. Und es gibt auch ganz wichtig eine Unterstützungswebseite, wo Spenden gesammelt werden, damit sie sich eben dort gegen generell gegen das Verfahren und die Staatsgewalt wehren können, so gut es geht, mit den gewaltfreien Mitteln, die sie eben von Anfang an anwenden. Ja, genau, da geht gerne unter das Video beziehungsweise den Podcast und unterstützt die Ulm 5. Jetzt nochmal zur rechtlichen Situation. Du hast ja gerade schon das angefangen einzuordnen, wie unverhältnismäßig das ist. Auch so, selbst wenn man jetzt den Gesetzen und der Gesetzeslage in Deutschland folgt, selbst in diesem Rahmen halt sehr, sehr unverhältnismäßig. Wie ist eigentlich die rechtliche Situation und ja, wie nutzt der Staat sie zur Repression? Du hast es gerade schon beschrieben, aber ich glaube, es ist vielleicht nochmal gut auch in den Kontext einzuordnen. Du bist ja nicht nur mit dem Fall beschäftigt, du kannst wahrscheinlich noch ein paar andere Beispiele nennen. Genau, also um noch einen Moment bei dem Fall zu bleiben, das ist vielleicht tatsächlich noch wichtig und erwähnenswert, dass diese verschärften Bedingungen, über die wir gerade gesprochen haben, von der Generalstaatsanwaltschaft und jetzt auch vom Landgericht mit dem Vorwurf der Bildung bzw. Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung versucht wird zu rechtfertigen. Das heißt, man meinte hier, und das zeigt ja von vornherein den politischen Charakter dieses Verfahrens, also normalerweise ist es ja so, natürlich hat die Tat auch hier einen politischen Charakter, ganz explizit sogar. Normalerweise versucht ja die Justiz eher zu entpolitisieren. Ne? Also wenn ich
und versucht sozusagen die politische Dimension rauszunehmen und einfach das als neutral als Straftat zu behandeln, wenn ich jetzt Demonstrationen gehe und mir vorgeworfen wird, gegen Polizisten mich zu wehren, und dann kann ich natürlich im Prozess meine Motivation beschreiben, wie ich auf dieser Demonstration war, wird aber in den meisten Fällen die Richterin relativ wenig interessieren, weil die sich nur dafür interessiert, ob ich jetzt gezappelt hat, als der Polizist so und so mich festgenommen hat oder mich in den und den Schmerzgriff gezwängt hat. Und genau, und dann ist dann selbst bei so Themen wie genau, also Thema Repression gegen Palästina-solidarische Bewegung, da ist ja tatsächlich massiv deutschlandweit, insbesondere in Berlin. Aber auch da also selbst bei so Sachen wie From the River to the Sea Vorwürfen, wo dann gesagt wird, ja, ich werde, das ist ja dann der Vorwurf, das sei jetzt ein Kennzeichen für die Hamas. Und das heißt, auch da handelt es sich eigentlich natürlich um einen sehr politisierten Vorwurf. Ist es aber so, dass die Gerichte auch einfach versuchen zu dekontextualisieren und einfach gucken, ja, wurde das jetzt berufen oder nicht, und die Absicht dahinter oder was man damit bezweckt hat, ist meistens völlig egal. So, und genau, wenn man tiefer blickt, haben natürlich solche Entscheidungen, bestimmte Sachen anzuklagen und andere nicht, einen politischen Charakter, aber ja, das Bestreben ist meistens eher, Politik rauszuhalten. Und jetzt könnte man ja auch denken, jetzt kommt so eine Aktion gegen ein Rüstungsunternehmen inmitten eines vor sich entfaltenden Genozids, den man sozusagen, ja, oder gegen den man etwas tun will. Nur mal in Klammern, es gibt eine Genozidkonvention, die völkerrechtlich verbindlich ist, für alle Länder. Es ist ein zwingendes Völkerrecht und erzeugt eben Pflichten für alle staatlichen, öffentlichen Institutionen, alles. Und diese Konvention besagt nicht nur, ich darf nicht Beihilfe leisten zu einem Genozid, so wie Deutschland durch die Waffenlieferungen es permanent getan hat und tut, sondern ich muss sogar alles tun, um ein Genozid zu verhindern. Also ich habe aktive Handlungspflichten, und deswegen ist es auch wichtig, natürlich bei der Verwendung des Genozidbegriffs vorsichtig zu sein. Also wird ja auch oft missbraucht. Bestimmte Vorgänge werden als Genozid bezeichnet, um eben alle von Maßnahmen, die den Staat treffen zu wollen, treffen zu können. Und ja, aber ja, hier im Fall von was in Gaza passiert ist sozusagen, besteht ja inzwischen, ich würde schon fast sagen, unter Genozidforschern, auch Holocaust-Forschern, fast schon Einigkeit, dass das, was auch die UN in der Expertenkommission zuletzt im September 2025 hat es auch nochmal bestätigt, alle wichtigen Menschenrechtsorganisationen haben das als Genozid qualifiziert, was da passiert ist. Und Deutschland tut nicht nur nichts dagegen, sondern unterstützt es nach Kräften. Es gibt ja auch Strafanträge deswegen gegen Regierungsmitgliederinnen, wegen Waffen, wegen der Bewilligung von Waffenlieferungen, gegen Rüstungsunternehmer, die diese durchgeführt haben. Und was diese 5 hier versucht haben zu tun, ist eigentlich genau das zu tun, was Deutschland hätte die Pflicht gehabt, Waffenlieferungen zu verhindern, und tut es nicht. Und letztlich haben die 5 den Versuch gemacht, genau diese völkerrechtliche Verpflichtung zu pushen und durchzusetzen. Und genau, das nur mal in Klammern. Ich war bei dem politischen Charakter. Und ja, und was fällt der Generalstaatsanwaltschaft ein? Die 5 sind eine kriminelle Vereinigung. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diese Entscheidung, aber jetzt hätte ja auch die Staatsanwaltschaft Ulm machen können und das einfach als Sachbeschädigung verfolgen können. Dann wäre aber niemand in Untersuchungshaft gewandert und man hätte 10 Monate später einen Prozess wegen Sachbeschädigung gemacht. Und dann kommt halt eine Geldstrafe raus und eine Bewährung oder
Geldstrafe höchstwahrscheinlich, und Elbit hätte versuchen können, vielleicht Schadensersatzansprüche zu machen. Das wäre der eigentlich normale Weg gewesen, was eigentlich auch wieder eine gewisse Entpolitisierung des Ganzen bedeutet. Natürlich hätten sich die beschuldigten Personen dann auf Notstand oder Nothilfe berufen, aber dem wäre das Gericht dann möglicherweise oder wahrscheinlich, wie das ja meistens so ist, nicht gefolgt. Und dann wären die eben, es wäre sozusagen, hätte alles so seinen mechanischen Gang gegangen. Und hier ist es ein bisschen anders, weil sich die Generalstaatsanwaltschaft sehr schnell entschieden hat, das Ganze hoch zu pushen und hier eben den Paragraph 129 StGB in Anschlag zu bringen. Und das ist ja der politische Paragraph par excellence. Also der wurde schon im Kaiserreich eben zum Kommunisten und Sozialistenverfolgung benutzt, auch in der Weimarer Republik und auch in der Frühzeit der Bundesrepublik vor allem gegen Kommunistinnen in Anschlag gebracht und dann eben in den 70er Jahren ursprünglich auch bei der RAF angewendet, bis dann eben der 129a, also sozusagen nochmal der Spezialfall von terroristischen Vereinigungen, der Paragraph, ins Gesetz geschrieben wurde. Und ja, und da sagt man eben jetzt, diese 5 wären eine kriminelle Vereinigung, und das eben rechtfertigt jetzt auch diese Untersuchungshaft, das rechtfertigt, dass das Ganze von der Generalstaatsanwaltschaft und nicht nur von der normalen Staatsanwaltschaft ermittelt wird, dass das Ganze zum Landgericht, zur Staatsschutzkammer kommt und nicht am Amtsgericht verhandelt wird. Und auch wenn man die Anklage liest, also auf fast 100 Seiten, wird das sehr prominent beschrieben, dass sozusagen 5 hier gegen sozusagen, es wird ihnen letztlich auch Antisemitismus, muss man sagen, unterstellt, und das Wort Apartheid in Bezug auf Israel wird immer nur in Anführungsstrichen gesetzt, als wenn das sozusagen eine Halluzination wäre, dieser 5. Und also es ist schon, würde ich sagen, mit ziemlich viel Schaumform geschrieben, die Anklage. Und das und dieser Paragraph 129 hat dann eben auch dazu geführt, dass die Ermittlungen sehr intensiv waren jetzt, also viel Umfeldforschung betrieben wurden, zig Handys, elektronische Geräte ausgewertet wurden, auch TKÜ, also Telefonate abgehört wurden, verdeckte Ermittlungsmaßnahmen aller Art aufgeboten wurden. Das kriegt man eben auch nicht, wenn es nur um eine Sachbeschädigung geht. Also drängt sich schon der Eindruck auf, als wenn die Generalstaatsanwaltschaft hier Sorge hat, dass sich eben auch andere, breitere antimilitaristische Aktionen hier anschließen könnten und sie vielleicht politisch mehr tut, und es drängt sich auf, als wenn genau das eben verhindert werden sollte, indem man das gleich im Keim erstickt, und das zeigt ziemlich deutlich den politischen Charakter dieses Verfahrens und setzt eben, kann man schon so sagen, dieser ganzen völlig überbordenden Repression gegen die Palästina-Solidarität jetzt eigentlich die Krone. Danke, genau. Ich glaube, man kann dann vielleicht auch sagen, das zeigt dann auch sozusagen für uns diejenigen, die sich gegen diese Genozidunterstützung der Bundesregierung des Staates in Deutschland stellen, aber eben auch international als Teil der Solidaritätsbewegung mit den Menschen in Palästina, wie wichtig es ist, eben auch auf dieses Verfahren eben auch hinzuweisen, die Leute zu unterstützen. Genauso wie der Staat eben da versucht, ein Exempel zu statuieren. Ich glaube, wahrscheinlich ist es gut, wenn relativ viel Licht drauf versucht wird zu werfen, was da eigentlich genau passiert, was eigentlich vorgefallen ist und was jetzt dann passiert und draus gemacht wird.
Ich fände es interessant, da die 5 ja nicht nur aus Deutschland kommen, das vielleicht auch noch mal einzuordnen in den internationalen Rahmen. Ne? Du hast natürlich schon zu Recht Völkermord, Völkermordkonvention und so weiter erwähnt. Es gibt ja auch viel Repression in anderen Staaten. Also ich kenne vor allen Dingen viel Berichterstattung aus dem sogenannten Vereinigten Königreich, also aus England und so weiter, gegen die dortige Palästina-Solidaritätsbewegung. Ist aber, denke ich, in der EU auch in allen Staaten leider so, dass das passiert. Und du hast auch ja schon gesagt, dass Daniel zum Beispiel als irischer Staatsbürger dann auch aus Irland Unterstützung erfahren musste, damit Druck auf deutsche Behörden gemacht wurde in dem Fall. Ja, wie siehst du das so im europäischen Kontext, sage ich mal? Ja, also das in der Tat, also die, also es geht ja um, also kriminelle Vereinigung, wo hatte ich ja erwähnt, es geht ja da um dieses Label, nenne ich es mal, Palestine Action. Und das ist sozusagen, das ist die Konstruktion hier der Generalstaatsanwaltschaft, dass es sozusagen dass diese 5 Mitglied eines angeblichen deutschen Ablegers von Palestine Action. Bis jetzt war ja sozusagen ist dokumentiert, dass eben unter dem Label Palestine Action vor allem Aktionen in Großbritannien stattgefunden haben. Seit 2020 durchaus auch. Also schon, ja, sozusagen, öffentliche Aktionen, also gegen immer wieder eben gegen Rüstungsunternehmen, denen eben ja die eben in die Besatzung und eben dann auch in den Genozid involviert waren, also oft gegen Elbit Systems, aber auch gegen andere. Verboten wurde es dann schließlich nach einer Aktion, also in Großbritannien jetzt 2025 eingestuft als terroristische Vereinigung nach einer Aktion auf einen englischen Luftwaffenstützpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, mit erheblichem Sachschaden, also eine klare antimilitaristische Agenda. Und ja, und jetzt ist ja ganz interessant die Entscheidung, die jetzt vor kurzem vom High Court getroffen wurde, dass nämlich diese Einordnung als terroristische Vereinigung nämlich gekippt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber die Entscheidungsgründe sind schon ganz interessant. Also die sagen jetzt nicht, dass die Aktionen im Einzelnen legal waren. Also sie sagen schon, das waren strafbare Sachbeschädigungen, aber dieser mechanische Schluss, dass das eben eine terroristische Vereinigung sei eben verfehlt gewesen. Und da ist es ganz interessant, dass das Gericht einen begrifflichen Unterschied aufmacht zwischen, also im Grunde so ein, ja, doch den Begriff des zivilen Ungehorsams stark macht. Also dass es eben sich in den Fällen von Palestine Action Großbritannien um sozusagen explizit politische Aktionen, also wo es nicht darum geht, irgendwie im kriminellen Sinne irgendwie was Verdecktes zu tun, um sich irgendwie Vorteil zu verschaffen, sondern ganz im Gegenteil, es ging neben dem, also es ging immer auch um den kommunikativen und demonstrativen Akt, um Wachrütteln und eben und auch sich sozusagen sich selbst zeigen und damit identifizieren und eben zu versuchen, eine politische Bewegung auch gegen Militarisierung und Krieg und Genozid zu stärken und zieht da einen ganz klaren Trennstrich. Und wie gesagt, also das Gericht sagt jetzt nicht, dass diese ganzen Aktionen gerechtfertigt oder legitim waren. Das wäre nochmal eine andere Frage, aber dass diese Einordnung als terroristisch einfach begrifflich falsch ist, weil Terrorismus eben nach dieser Definition auch voraussetzt, dass es um um Angst machen, um Einschüchterung der Bevölkerung ging und diese Aktionen diesen Charakter überhaupt gar nicht hatten. Und das ist natürlich auch jetzt nicht ganz uninteressant aber genau, man sieht eben schon da
daran eben, dass es auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Großbritannien, aber selbstverständlich auch in anderen europäischen Ländern viel selbstverständlicher ist, ja, eben die viel selbstverständlicher im politischen Raum auf der Linken, dass man eben solidarisch ist mit dem palästinensischen Befreiungskampf, das eben in Deutschland viel schwieriger ist, in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, weil dann eben immer gleich sozusagen so ein Antisemitismus-Label ganz schnell kommt. Und deswegen, aber das hat sich sozusagen auch im gewissen Grad, also nicht, dass dieses Label kommt, aber dass sozusagen diese Bewegung breiter geworden ist, das hat sich geändert. Und ja, ich glaube auch gerade eben, weil auch innerhalb von Deutschland das sehr von deutschen und eben auch vielen nicht-deutschen Studentinnen oder Geflüchteten einfach getragen wird und die eben auch ein anderes politisches Denken dann eben nach Deutschland bringen. Und das, ja, und insofern hat es natürlich diese Palästina-solidarische Bewegung eine ganz stark internationale Dimension, die einfach sozusagen Deutschland braucht, um da politische Nachhilfe zu bekommen. Genau. Und aber ja, diese juristische Unterscheidung, die das Gericht da getroffen hat, die ist schon beachtenswert, weil das ist sozusagen bislang völlig ignoriert worden von der Generalstaatsanwaltschaft. Wir haben ja auch im Ermittlungsverfahren schon aufgefordert, genau in diese Richtung auch zu ermitteln. Also inwieweit ist eigentlich Elbit Systems auch konkret mit dem Standort Ulm in sozusagen ja in den Genozid involviert, mit Waffenlieferungen oder Lieferungen von technischen Komponenten an die IDF involviert. Das hat die aber überhaupt gar nicht interessiert, weil da einfach ein Schema angewendet wird, das ist eine strafbare Handlung und wir müssen das aufklären. Aber mögliche Rechtfertigungsgesichtspunkte wurden bislang völlig ignoriert. Auch das zeigt sehr stark den politischen Charakter, den die Generalstaatsanwaltschaft daran trägt. Es ist nämlich nur ganz einseitig ermittelt und es wird überhaupt genau dieser Unterschied zwischen einem kriminellen Akt, der sozusagen als solcher und einer sozusagen Gesetzesüberschreitung, sag ich mal, oder Übertretung im Sinne eines zivilen Ungehorsams, der wird überhaupt gar nicht gesehen bislang. Und das ist interessant, dass das englische Gericht da sich darüber Gedanken gemacht hat. Danke. Ja, ich glaube, dem Fall, den du da beschrieben hast, eben aus England, zeigt eben auch, dass es natürlich wichtig ist, auch vor den Gerichten diesen Kampf zu führen, über die Deutungshoheit Licht drauf zu werfen und eben auch Druck aufzubauen. Und das wäre jetzt so meine abschließende Frage. Ja, wie können Leute, die jetzt vielleicht zusehen, was können sie tun, um um diesen juristischen Kampf zu unterstützen? Damit wir hoffentlich möglichst bald die Ulm 5 dann wieder bei uns haben, sozusagen auf der Straße. Was können Menschen tun? Ja, also Öffentlichkeit ist, denke ich, für die 5 ganz, ganz wichtig, denn dieses ganze Verfahren lebt davon, dass von der Abgeschlossenheit und Abgeschiedenheit. Und bis jetzt hat ja eigentlich fast niemand oder sehr wenige Menschen davon Notiz genommen. Aber da sitzen seit fast 6 Monaten Leute unter verschärften Haftbedingungen, sind eingesperrt, weil sie versucht haben, etwas gegen einen Genozid, der sich gerade entfaltete, zu tun. Und das ist einfach zu skandalisieren. Das ist untragbar, gerade in Deutschland darf sowas überhaupt nicht passieren, wenn sich dieses Land auf die Fahnen schreibt, irgendetwas aus seiner Vergangenheit gelernt zu haben. Und das ist, genau, also ich erinnere mich immer noch an die Szene in dem Haftprüfungstermin, damals noch am Amtsgericht Stuttgart, wo dann wir vorgetragen haben, dass ja Daniel im Übrigen sich sozusagen gültigen Arbeitsvertrag schon
seit längerem sich mit dem Arbeitgeber, mit dem Potenziellen darauf geeinigt hatte, ab November eine bestimmte Stelle. Ich glaube, nee, ursprünglich sollte es sogar ab August sein und dann eben ab November 2025 eine bestimmte Stelle anzutreten. Und dann wurde ihm von der Generalstaatsanwaltschaft entgegnet, dass es ja völlig unglaubhaft sei, dass es, also ne, es wurde auch nochmal bestätigt, dass es dieses Arbeitsangebot gibt und das ging einfach nicht in deren Kopf rein, dass man irgendwie eine ganz normale Stelle vielleicht antreten will und trotzdem eine Aktion gegen Rüstungsunternehmen gerade macht, weil das eben ganz schlimme Dinge tut, dieses Unternehmen, und dass man sozusagen gleichzeitig ja, ganz normaler, in Anführungsstrichen junger Mensch ist und eben aber auch eine politische Verantwortung wahrnimmt, eine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt und eben sozusagen vielleicht auch das für nötig befindet, das mehr zu tun, als nur auf der Straße zu demonstrieren, wenn nämlich wie in Deutschland die politische Kaste einfach völlig immun ist, da irgendwas an dieser Politik zu ändern. Das ging einfach nicht in deren Kopf rein. Also für die war diese Aktion, und das haben sie explizit gesagt, sie haben sich damit aus der bürgerlichen Gesellschaft verabschiedet. Und wir glauben ihnen nicht, dass sie da noch einen Job machen wollen, weil sie werden ja jetzt ihr restliches Leben verschuldet sein. Was bringt dann noch ein Job? Das war die Logik. Also sie haben sich, also nicht etwa sie, ich habe dann entgegnet, nein, was Sie gerade tun, ihn hier in 23 Stunden in der Zelle abzunehmen und die Stelle nicht antreten zu lassen und sein Leben nicht weitermachen zu lassen. Sie katapultieren ihn gerade aus der bürgerlichen Gesellschaft raus, weil Sie ihn nämlich als feindliches Subjekt wahrnehmen. Und Daniel hat eine gewisse, hat sich entschieden, aus politischen Gründen und aus Nothilfegründen eine Aktion teilzunehmen. Und ja, also ich fand es schon krass, dass es so überhaupt gar nicht in dieses, also dass da überhaupt kein Nachdenken oder Reflektieren darüber stattfindet, gerade in Deutschland. Das hat mir auch wieder gezeigt, wie hohl diese ganze Rede ist von man habe irgendwas gelernt oder ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen und gerne, ja, auch den Prozess, es soll Ende April losgehen, aber eigentlich müssen die 5 sofort aus der Haft entlassen werden. Alles andere es ist einfach nicht mehr tragbar und alles, was darüber, alles, was dafür getan wird, also dagegen zu protestieren, aufmerksam zu machen, hilft uns denn was die Generalstaatsanwaltschaft und das Landgericht Stuttgart da macht, das können sie vor allem, weil es niemand interessiert, weil es versteckt passiert und weil sie sozusagen niemand sie auch aufhält, ne? Und dann alles andere sind für die juristische Spiegelfechtereien, aber wenn das sozusagen in der Öffentlichkeit thematisiert würde, dann würde vielleicht deutlich sozusagen würde ihnen wahrscheinlich schwerer fallen, da diese Maßnahmen zu rechtfertigen. Ja, danke, dass du es nochmal so gut zusammengefasst hast. Solidarität auf jeden Fall mit den 05. Vielleicht kann dieses Video beziehungsweise der Podcast dazu beitragen, dass mehr Leute davon erfahren. Also wenn ihr das jetzt euch angehört habt, angeschaut habt, dann bitte teilt dieses Video und klickt auf die Links natürlich in der Beschreibung, wie am Anfang schon erwähnt, um die 05 direkt zu unterstützen. Falls ihr noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht können wir ein paar beantworten. Vielleicht können wir dann, wenn zum Beispiel der Prozess losgeht, nochmal eine zweite Folge machen, ein Update machen, weiter darüber berichten. Danke, Benjamin, dass du dir Zeit genommen hast und berichtet hast. Genau, hast du noch letzte Worte, die du noch loswerden willst? Nee, danke für die Einladung und ja, ich glaube, das Wichtigste ist gesagt und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Sehr gut. Genau.
Ganz zum Abschluss noch die Erwähnung, ich bin ja im Vorstand von Mera25. Ich habe mich heute auch am Anfang gar nicht meinen Namen gesagt, das mache ich dann vielleicht am Ende nochmal, Johannes Fehr. Und genau, viele Parteien in Deutschland, die etablierten Parteien unterstützen den Genozid leider aktiv. Andere große Parteien sind sehr schweigsam zu dem Thema. Wir machen sehr viel. Also wenn ihr Lust habt auf Parteipolitik, dann freuen wir uns über eine Spende auf mera25.de oder auch über einen Beitritt, neue Mitglieder. Genau. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.